Kapitalismus. Freiheit oder die Macht des Eigentums. Kapitalismus ist Freiheit. Das ist unser Slogan, nicht wahr? Doch wenn wir uns die Sache genauer ansehen, hing die Freiheit in diesem System von Anfang an von einer einzigen Sache ab: dem Eigentum. Uns wurde immer die gleiche Geschichte erzählt. Der Kapitalismus habe uns aus der Dunkelheit des Feudalismus befreit, die Privilegien des Adels gestürzt und an deren Stelle die Leistung gesetzt. Es hieß, wer arbeitet, produziert und innovativ ist, steigt auf. Blickt man auf das starre Klassensystem des Mittelalters, steckt in dieser Erzählung durchaus ein Funken Wahrheit. Märkte haben tatsächlich neue Türen geöffnet und soziale Strukturen flexibler gemacht. Aber die eigentliche Frage, die wir stellen müssen, lautet: Wer durfte vom Kuchen der Freiheit essen, als der Kapitalismus geboren wurde? Wie alles begann: Schießpulver und Privilegien. Gehen wir zurück zum Anfang des 17. Jahrhunderts, in die Morgendämmerung des modernen Kapitalismus. Stellen Sie sich keine Programmierer vor, die in Garagen kodieren. Jene Welt war geprägt von Imperien, Megakonzernen und Schießpulver. 1600. Die britische Ostindien-Kompanie erhält von der Königin einen königlichen Freibrief, Charter. 1602. Die niederländische Ostindien-Kompanie, VOC, wird gegründet. Dies waren keine kleinen Krämerläden. Hinter ihnen stand die Macht des Staates. Sie besaßen Monopolrechte. Im niederländischen Fall hatten diese Unternehmen sogar das Recht, Kriege zu führen, Verträge zu unterzeichnen und Kolonien zu gründen. Das bedeutet, die ersten großen kapitalistischen Strukturen agierten keineswegs im freien Wettbewerb. Sie wurden von der staatlichen Marine geschützt und zermalmten ihre Konkurrenten eigenhändig. Wenn sie ein Investor in Amsterdam waren, konnten sie am Gewürzhandel am anderen Ende der Welt teilhaben, ohne jemals einen Fuß auf ein Schiff gesetzt zu haben. Hier wurde das Eigentum abstrakt und das, was wir heute als Geldverdienen im Schlaf bezeichnen, wurde skalierbar. Doch für die lokale Bevölkerung, die den Kanonen dieser Schiffe gegenüberstand, sah die Freiheit ganz anders aus als in den Slogans: Zäune auf dem Land. Die Geburt des freien Arbeiters vom Meer zurück zum Land. Im England des 16. Jahrhunderts begann die sogenannte Enclosure-Bewegung, Einhegung. Früher gab es Allmenden, Wiesen und Felder, die von den Bauern gemeinsam genutzt wurden. Die Menschen bestellten dort ihr Land und lebten, ohne von jemandem abhängig zu sein. Doch dann wurde dieses Land staatlich eingezäunt und in Privateigentum der Reichen umgewandelt. Was geschah mit dem Bauern, der nun kein Land mehr hatte? In diesem Moment wurde der Arbeitsmarkt geboren. Der Bauer war nun frei, aber wozu? Er war frei, entweder billig in einer Fabrik zu arbeiten oder zu verhungern. Der Kapitalismus hat die Arbeit also nicht nur befreit, sondern die Lohnarbeit zur Überlebensnotwendigkeit gemacht. Freiheit in der Fabrik? Kommen wir zur industriellen Revolution, Dampfkraft, riesige Fabriken, eine enorme Produktion. England war die Werkstatt der Welt. Aber wenn man 1830 in Manchester eine Fabrik betreten und gefragt hätte, wer ist hier frei? Der Fabrikbesitzer, frei über sein Kapital nach Belieben zu verfügen. Der Arbeiter, frei 14 Stunden am Tag zu schuften oder ins Elend abzustürzen. Das ist kein Drama, sondern Mathematik. Eigentümer erzielen Gewinne und Kapitalerträge, während Arbeiter lediglich Löhne erhalten. Löhne werden konsumiert, aber Gewinne werden reinvestiert und wachsen exponentiell. Andrew Carnegie oder Rockefeller wurden nicht nur groß, weil sie hart arbeiteten, sondern weil sie die Schlüssel des Systems besaßen. Wo stehen wir heute? Im 20. Jahrhundert wurde der Kapitalismus zu einer politischen Identität. Im Kalten Krieg sprachen wir von der freien Welt und heiligten die Märkte.
Doch nach den 1970er Jahren wandelte sich das Bild hin zum Finanzkapitalismus. Nun rückten Aktien, Immobilien und die Börse in den Vordergrund. Schauen wir uns an, was in der Krise von 2008 geschah. Als Großbanken in Not gerieten, eilten die Staaten mit Billionen Dollar zu Hilfe. Doch dem einfachen Menschen, der sein Haus verlor, sagte man: So sind nun mal die Marktregeln. Das System ist also darauf ausgelegt, Eigentum und Kapital zu schützen. Fazit: Vergiss die Slogans, stell die Fragen. Dasselbe sehen wir in der Welt nach der Pandemie. Billionen von Dollar fließen in den Markt, die Börsen eilen von Rekord zu Rekord, die Immobilienpreise explodieren. Wer Vermögen besitzt, wird reicher, während diejenigen, die nur von ihrem Gehalt leben, mit der Inflation kämpfen. Der Kapitalismus ist weder eine reine Erlösung noch eine reine Ausbeutung. Er ist eine gigantische Anreizmaschine, die auf Eigentum und Profit basiert. Schafft er Möglichkeiten? Ja. Aber der Zugang zu diesen Möglichkeiten ist durch das Kapital in deiner Tasche begrenzt. Die Geschichte lehrt uns eines: Wir müssen aufhören, mit Slogans zu debattieren und anfangen, die richtigen Fragen zu stellen. Wer ist der Eigentümer der Vermögenswerte? Wer schreibt die Regeln für wen? Wer trägt das Risiko und wer kassiert das Geld? Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.